Freundinnen und Freunde der gepflegten Sechsseitigen. Willkommen zum Shootout der Budgetgitarren, meiner Budgetgitarren aus dem Jahr 2021. Zum Ende des Jahres 2021 hatten sich jetzt 6 Budgetgitarren bei mir angesammelt und heute möchte ich mal so eine Art Shootout machen, nochmal resümieren, wie waren sie, nochmal gegeneinander stellen und dann letztendlich mich auch entscheiden, welche, eine oder mehrere, sollen gehen, um Platz zu machen für eventuell neue Budget oder auch andere Gitarren. Wir machen also eine Art Coolball, einen kurzen Rückblick mit Soundbeispielen und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ist kurzweilig. Also, los geht's. Ja, ich habe mir gedacht, dazu mache ich mal so eine Coolwall. Die oberste Kategorie, super cool, Lechts oder 5 Plektren. 4 Plektren, Klassiker, must have, muss also eigentlich in jedem Haushalt sein. Die nächste Kategorie, cooles Konzept mit 3 Plektren. Und die letzten beiden unteren, ja, ich habe mir also was zurechtgelegt, ich dachte mir, wie die Gitarre klingen könnte, müsste, sollte. Und die unterste Kategorie mit einem Plektron, Frustkauf. Die erste Gitarre, mit der wir heute beginnen wollen, ist dann auch die älteste Budgetgitarre, die ich habe. Die Slick SL51. Ist nicht das älteste Video auf meinem Kanal, aber auch eins der ersten. Und ja, die Slick SL51 habe ich tatsächlich noch nicht einfach so aus dem Katalog bestellt, sondern damals noch beim Händler an der Wand getestet, gegen eine andere, die SL50, glaube ich, genau, und habe mich für die hier entschieden, weil sie mir auch gut war. Und ist klar, ich wollte unbedingt eine Telecaster wieder im Hause haben. Ich habe sie seitdem öfters gespielt. Sie ist mir auch irgendwo sehr ans Herz gewachsen. Sie arbeitet so sauber wie am ersten Tag. So, ja, was bleibt denn hängen bei der Gitarre? Mechaniken, super, also wirklich gut. Die Messingknöpfchen müssten nicht unbedingt sein, aber macht sie auch nicht kopflastig, super Sache. Sattel, wunderbar. Die Bünde, schön medium, schön abgerichtet. Das finde ich im Allgemeinen, ja, Geschmackssache, ein schönes Stück Holz, sehr solide. Der vordere Pickup, super Ding, gefällt mir sehr, sehr gut. Der hintere Pickup, naja, ist Geschmackssache. Die Brücke, super, schön zu justieren, wunderbar. Auch die Bundreinheit einzustellen, Messingbrückchen, sehr edel. Die Potis, super Sache, schön, richtig schön schwergängig, richtig schön Grip. Der Dreiwegschalter, jetzt ist er gut, ist ein guter Rockinger drin, was drin war Schrott. Irgendwie 5 Euro, aber auch irgendwo müssen ja der Preis unter 300 Euro herkommen. Ja, was bleibt mit der Telecaster? Wird sie mein Favorit? Nein, sie bleibt die Telecaster, die sie ist. Ich werde sie dann nehmen, wenn sie gebraucht ist, weil immer wird mein klein bisschen Hassliebe mit der Telecaster bleiben. In jedem Gitarristenhaushalt gehört eine Telecaster. Und ja, ihr wisst, ich habe meine Schwierigkeiten mit dem Stegtonabnehmer, aber letztendlich eine Tele muss im Haus sein. Okay,
was ist sie also? Sie ist geblieben und dann ordnen wir sie mal ein. Klassiker, must have. Da muss sie hin. Die zweite Gitarre, die ich mir damals zugelegt habe, die Slick SL60. Auch die habe ich noch beim Händler geordert, aber vorher nicht getestet und nicht ausprobiert, sondern nur als sie aus dem Karton kam, geschaut, na, wie ist sie, ist alles in Ordnung, hat sie keine Mängel, und dann habe ich sie ungetestet praktisch mitgenommen, so ähnlich wie aus dem Katalog. Ja, die 2 P90, ja, der Wunsch und Wille war hier, meine verflossene Les Paul GEM Studio tonig zu ersetzen. Das hat nicht hingehauen, wie ja auch ein Video auf dem Kanal schön beweist. Sie hat nichts gehabt. Ja, also hier arbeitet alles seit dem ersten Tag an perfekt. Was bleibt hängen bei unserer Slick SL60? Also ein massives Stückchen Holz haben wir hier. Schwingt gut, ein schöner Hals, gute Mechaniken, gut verarbeitet, ein schönes Griffbrett. Die Seitenlage könnte ich noch ein bisschen runternehmen. Ein schöner Sound aus den P90s raus, gerade der Hals sehr schön, die Zwischenposition schön glockig. Ja, beim Stegtonabnehmer, klar, der ist wieder ein bisschen schneidig. Würde ich mir das Tonpoti wünschen, was hier fehlt. Das ist genau das Ding, was mir an der Gitarre hier fehlt. Bearbeitung tadellos, da gibt es keinen Makel. Von der Buchse über die Schalter, ein wunderbar gängiges Poti hier, eine feine P90 Double Cut. Sie ist keine Les Paul und auch keine SG oder was auch immer Double Cut. Sie ist eine Schraubhalsgitarre, schöne Gitarre, guter Preis, Herr Slick, top gebracht. Ja, ich habe sie mal genannt, Telecaster auf Steroiden. Habe ich ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt. Macht nichts. Ja, aber so richtig konnte sie sich in mein Herz nicht spielen, weil sie eben das Ursprüngliche, was ich mir gedacht habe, dann doch nicht hingebracht hat. Nämlich die Les Paul zu ersetzen. War vielleicht auch ein kruder Gedanke. Ja. Deswegen auch sie. Sie kommt hierhin. Ich dachte, sie wäre eine Les Paul. Ist sie aber nicht. Die Harley Benton T90. Zu Weihnachten letztes Jahr meine erste tatsächliche Bestellung aus dem Katalog, ohne gewusst zu haben, wie klingt sie, wie ist sie. 1, 2 Reviews geschaut, klar, schaue ich auch, und bestellt. Interessantes Konzept eben durch die beiden Filtertrons. Die haben coole Gitarre, cooles Design. Für das Geld ist die günstigste hier im gesamten Pack mit 190 €. Absolut in Ordnung. Auch sie hat nichts gehabt.
Ja, die Mechaniken könnten ein bisschen besser sein, aber sie funktionieren für den Moment. Die Brücke, die Schaltung, alles das. Was bleibt am Ende des Tages zu dieser Gitarre zu sagen? Alle Achtung, Hallibenden. Diese Gitarre hat sich überhaupt keinen Lapsus geleistet. Nicht einen. Von den Mechaniken bis zu den Gurtpins. Einzige, was ich gemacht habe, ich habe die Seitenlage eingestellt und die inneren Pole Pieces, also vom Neck Richtung Steg und vom Steg Richtung Neck, ein bisschen hochgenommen. Damit wird der vordere Tonabnehmer etwas heller und der hintere ein klein wenig dunkler. Aber that's it. Mehr habe ich nicht gemacht an der Gitarre. Erstaunlich. Ja, vom Klang her. Sie hat dieses typische Filtertron-Knistern, irgendwo einen Klang zwischen einem Humbucker und einem Single Coil, aber wärmer. Definitiv kann ich mit dem Steg-Pickup besser leben als mit dem einer originalen Tele. Der Hals-Pickup hat eine andere Färbung, ganz definitiv. Vielleicht wäre eine Kombination aus normalem Hals-Pickup und dem Steg-Pickup vielleicht ein bisschen heißer. Vielleicht wäre die ideale Tokucaster. Der Gitarre hier gibt es nichts zu mäkeln. Die ist einwandfrei, die ist super. Ja, und für das Geld, habe ich ja damals auch, glaube ich, so gesagt, alles richtig gemacht, Roman. Auch die müssen wir einordnen. Und die ist ganz klar ein cooles Konzept. Telecaster, Cabromita, einfach ein wunderbar cooles Konzept. Die Harley Benton DC 600. Ja, die habe ich tatsächlich im Katalog entdeckt und mich sofort verliebt. Warum? Ich wollte immer mal eine SG haben und dann auch noch mit 3 Tonabnehmern. Oh, ein Traum. Ja. Und obwohl ich sonst nicht so auf Gold-Hardware stehe, in dem Fall hier passt es aber voll. Ja, also bestellt, ausgepackt. Im ersten Moment vollkommen begeistert gewesen, was man kriegt für das kleine Geld. War das erste Video, was ich gemacht habe. Also die ersten 4 Videos habe ich davon gemacht, würde ich heute auch nicht mehr machen. Ja, und bei der Qualitätskontrolle dann doch festgestellt, dass einiges im Argen war. Am schlimmsten eben die Tuner. Letztendlich das Fazit. Eigentlich ist eine feine Gitarre. Die Substanz scheint zu stimmen. Ja, was nicht so gut ist, der Sattel, die Qualität, die Kerbung,
Musst hier ein bisschen nacharbeiten. Einzige, was nicht geht, das sind die Mechaniken. Also, sowas habe ich jetzt echt noch nie gesehen. Sehr flexibel. Ich mag die Klänge gerade vom vorderen und vom mittleren Pickup sehr, sehr. Auch jetzt im Zusammenhang mit den cleanen Sachen. Ich mag die Crunch-Sachen davon. Ich mag die Flexibilität, die ich habe, einfach den mittleren Pickup irgendwo ein Stück weit dazu zu mischen, zu der normalen Schaltung. Bis jetzt absolut Daumen hoch. Ja, jetzt habe ich sie echt viel gespielt und ich war erst total begeistert auch vom Klang. Bin nicht mehr so sehr oder nicht mehr zu 1000% davon überzeugt. Nichtsdestotrotz die Optik und alles das, die SG-Form, der schlanke Hals, die 24 Bünde, auch sowas habe ich hier sonst nicht in meinem Sammelsurium. Also eine Schönheit, die ein paar Zicken hat und Macken, wie so viele andere Schönheiten. Okay, wo ist sie, die Harley Benton? Ja, sie ist leider immer noch super cool, rechts, aber wie gesagt, eine Schönheit mit Zicken. Der nächste Kandidat, die Harley Benton SC550 PAF. Davon habe ich 2 Videos gemacht, sind beide mal die meistgesehenen hier auf dem Kanal. Das zeigt, wie hoch das Interesse an dieser Gitarre ist. Und ich glaube, das ist es auch mit Recht. Weil für dieses Geld eine Les Paul Kopie, die auch noch sehr gut aussieht und ich finde auch noch ziemlich gut klingt, hinzubekommen, ist schon eine Leistung. Und sie hier hat sich bis auf die kleinen Macken, dass oben eine Schraube festziehen musste, nichts geleistet. Und immer wenn ich den Blues damit spiele, ui. Ja, was bleibt auf den ersten Test jetzt hängen? Die Gitarre ist super von der Optik her, toll verarbeitet, keine Mängel, bis auf die Verschraubung hier, die ihr gesehen habt von den Mechaniken. Ansonsten, wie gesagt, die Seitenlage war mir zu hoch, die habe ich korrigiert. Ansonsten ein sehr schönes Instrument, gut verarbeitet. Die Gitarre klingt richtig, richtig gut. Von daher, ja, ich hoffe, euch hat der Test gefallen. Ich finde, es ist eine wunderschöne Gitarre. Sie wird erstmal bei mir bleiben. Ja.
Die Harley Benton SC550, tolle Les Paul Kopie, ein Klassiker hier im Haus. Ich habe sonst nichts, was vergleichbar klingt, und so soll es auch bleiben. Sie bleibt auch hier. Ein Klassiker, oder? Sollte in jedem Haus vorhanden sein, und so auch hier. Ja, der letzte Zugang der Budgetgitarren bei mir für 2021 war die Stack Silverray Nash Deluxe. Ein tolles Konzept mit 3 P90, Strat-Schaltung plus Mini-Switch, um immer den Hals-Tonabnehmer zuzuschalten. Ein Vibrato, auch eine schön aussehende Gitarre, schön schmucklos vorne, das Griffbrett finde ich wunderbar. Tolles Ding, auch getestet im Laden. Die Stack Silverray ist jetzt natürlich die Gitarre, mit der ich am wenigsten Erfahrung bis jetzt habe, weil sie am neuesten dazukommen. Es ist ja erst im November 2021 zu mir gestoßen und ich habe noch nicht viel Erfahrung. Sie hat offensichtlich keine großen Mängel, aber auch ansonsten Setup-technisch oder so einwandfrei, sehr gut. Das bleibt jetzt hängen bei dem schönen Stückchen hier. Also ich bin ziemlich begeistert. Meine Fat Strat, eine Stratocaster, wie ich sie vielleicht schon immer haben wollte, oder der Sound von einer Stratocaster, fetter als mit Single Coils, aber alle Möglichkeiten. Klasse, die Möglichkeit zum Zuschalten, besonders um die Teleoption noch dazu zu kriegen. Ansonsten lässt die Gitarre hier sich eigentlich keine Schwächen. Wir haben zwei Dinge. Einmal in der Federkammer hinten die Schrauben, das muss man korrigieren. Und dass hier unser Kleiner ein bisschen locker sitzt, den mache ich noch ein klein bisschen fest und dann passt das. Ist mein Fat Strat. Ja, und auch sie ist einfach ein cooles Konzept. Übers Aussehen kann man sich streiten. Für mich cool, meine Fat Strat. Und soll bleiben. Die Stack Silverray. Genauso ein cooles Konzept wie die T90. Und daher kommt sie auch hier zum coolen Konzept. Ja, das ist jetzt das Ergebnis unserer Cool Wall. Die Slick SL60 auf dem unteren Platz. Ich dachte, ich könnte, es sollte. Zwei coole Konzeptgitarren, die Harley Benton T90, die Stack Silverray. Zwei Klassiker, die beide einen guten Eindruck machen und
meine Lechz-Gitarre, die Harley Benton DC 600, mit mittlerweile einem etwas zweifelhaften Eindruck von Klang und Qualität. Liebe Leute, um welche Gitarre muss jetzt gehen? Sie? Nee. Es ist schon echt schwer. Wenn man sich umguckt, irgendwie habe ich sie alle ein Stück weit gern. Sehr gern. Mit dir muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich dich ein wenig modifiziere, aber gehen lassen kann ich sie nicht. Letztendlich die einzige, bei der ich immer denke, wenn ich sie in die Hand nehme und es passt nicht so richtig, ist die SL60. Wobei das eine gute Gitarre ist. Also sie muss nicht gehen, weil sie nichts taugt. Sie ist einfach diejenige, bei der ich nicht den Gedanken bekomme, ich will immer weiter und weiter damit spielen, sondern greife lieber bei jeder Gelegenheit zu einer anderen Gitarre. Und ja, Goodbye Slick. Ich hoffe, du findest einen Nachfolger, der dich entsprechend gerne spielt und bei dem du eine gute Heimat findest. Ja, das war es jetzt auch schon mit unserem Shootout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch hier lassen. Ich freue mich sehr. Oder meinen kleinen Kanal abonnieren. Ich danke nochmal fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis bald, euer Toko.